so gut wie wieder da. Ich starte gerade Call of Cthulhu. Ähm, aber der lässt mich hier gerade nicht. Der hat mich hier gerade. Das Spiel ist hier gerade nur als Fenster minimiert geöffnet. Muss ich kurz warten, bis es eben geladen hat. Muss ja sowieso gleich erstmal die Einstellungen nochmal überprüfen. Ah, jetzt ist es im Vollbildmodus. Okay. Ja, dann können wir wohl anfangen, denke ich mal. So. Lol, warte. Moment, ich hab meine Webcam wieder auch gar nicht. Warte mal. So. Okay. Gut. Ja. Ich habe das Spiel vorher noch nie geöffnet. Das wird jetzt interessant werden. Ja, ich denke mal so. Ja, ich denke mal so hardware-hungrig wird das Spiel jetzt nicht sein, ne? Also, ich glaube, das wird schon gehen. Ja, ich glaube, das ist okay so. So. Fangen wir mit der Grafik an. Ja, jetzt schon die richtige Auflösung, das ist gut. Vorbild ist auch gut. Das ist für global gemeint. Achso. Achso, das ist wegen der, weil man ja über die, über so Programme der Grafikkarte selber, man das dann so zentral steuern kann. Ich würde sagen, wir lassen es einfach erstmal so und gucken dann gleich mal, wie gut es klappen wird. Dann stelle ich es, wenn das Spiel dann, also wenn OBS dann irgendwann rummeckert, dann machen wir es wieder, dann stellen wir es wieder runter. Steuerung, ja, ist gut so. Ah, man kann Controller spielen, okay. Ja, wisst ihr was, dann, Moment. Oh. Schließe ich den doch lieber wieder an, würde ich sagen. Moment. So. Upsala. Sehr schön. Ich hoffe nur, dass das Spiel nicht, dass die Steuerung des Spiels nicht zu kompliziert ist, weil ich weiß nicht, wie viel Saft die Batterien von meinem Controller noch haben, ne? Ja, ein bisschen doof, wenn ich da mittendrin im Spiel dann plötzlich die Show, ne? Wenn du das so spielen musst und dann, ne? Bin ich halt dann komplett, wie sagt man, ne? Naja, überfordert. Gut, dann fangen wir mal an. Neues Spiel, neues Glück. Let's go. Ja, der erste Lehrerplatz, würde ich sagen. Boston, 1924. Edward Pierce, Veteran aus dem Ersten Weltkrieg, ertränkt seine Erinnerungen in Alkohol und Schlaftabletten. Er ist jetzt Privatdetektiv und hat Schwierigkeiten, einen neuen Fall zu finden, der ihn aus seiner Lethargie befreit. Pierce muss schnell einen neuen Auftrag bekommen, sonst kann er seine Lizenz verlieren. Ist es nicht so, dass es tödlich sein kann, Alkohol mit Schlaftabletten zu vermischen? Habe ich zumindest bei Indigo Prophecy gelernt. Weil da kannst du nämlich auch deinen Charakter Alkohol und Schlafmittel zusammennehmen lassen und dann kriegst du ein Instant Game Over. Das weiß ich noch.
What a putrid offering. Don't fight. You have been chosen. Behold. Everything has already been written. But perhaps you will attempt to change your destiny. I hate whiskey. Natural sciences, linguistics, archaeology. A good old story of blackmail in a speakeasy. Been a while since I jotted down something other than my nightmares. Married woman runs off with her girlfriend. The husband couldn't understand it.
I used to be an avid reader. Lost battalion. Holding your position and obeying orders. That isn't courage. Been too long since I've slept in a bed. I wonder why I still take these things. I have business here to attend to. I'm listening. Are you Edward Pierce, private investigator contracted by the Wentworth Detective Agency? That's correct. Hello, Mr. Pierce. I'm Lucy Ah, Shepard. fuck, ich werde jetzt gemutet. Scheiße. Over at Wentworth. I'm calling because of a problem with your file. A fire has destroyed some of our documents. Is that right? I'm so very sorry, but I have to collect your personal information yet again. Ja, sorry Leute, ich habe mich gemutet. Fuck. Oder war ich gerade noch gemutet wegen der Cutscene? Ne, ich glaube, ich war die ganze Zeit über gemutet, ne? Scheiße. Ja. Ich habe eigentlich nichts Wichtiges gesagt, außer halt, ja, meine 50 Cent zu seinem Drogenproblem und das, ja. Nee, dass der Junge halt eine anständige Therapie braucht und keine Selbstmedikation, die, naja, ne, halt sehr gefährlich ist. Okay, also wir haben 8 Character Points. Mal sehen. Fangen wir doch mal mit Okkultismus an. Okkultismus repräsentiert ein Wissen der okkulten Wissenschaften. Verbesserst du diese Fähigkeit, steigt deine Chance, Herkunft, Verwendung okkulte Artefakte zu erkennen, dein Wissen über den Mythos anzuwenden. Ja. Also wir können jetzt natürlich nicht wissen, ob wir diese Fähigkeit wirklich brauchen werden, aber ja komm, was. Ja, damit. Ah, ach so, das ist dann so, das sind so Tiers, okay. Ja gut, dann, warte mal. Dann weiß ich nicht. Okay, das heißt, wir können jetzt hier gerade. Achso, wir haben so Stufen, ne? Ja, so Tiers, ne? Okay. Sagen, wir nehmen Redegewandter, was ist das? Beeinflusst deine Fähigkeit, Gesprächspartner durch die Kraft von Worten zu beeinflussen. Wirst du diese Fähigkeit stellt eine Chance, andere Gespräche zu überzeugen oder zu manipulieren. Ich glaube, das ist okay so, ne? Medizinkunde.
Über diese Fähigkeit steigt deine Chance, Medizin richtig zu dosieren, eine Diagnose zu erstellen oder ein medizinisches Problem zu verstehen. Psychologie. Weißt du, diese Fähigkeit steigt deine Chance, die Motivation der Person anhand des Verhaltens oder der Analyse eines Gegenstandes zu erkennen. Entdeckung. Entdeckung ist die Fähigkeit, versteckte Gegenstände aufzuspüren. Weißt du, dass du diese Fähigkeit steigt deine Chance, verschiedene Gegenstände zu finden. Nicht entdeckte Gegenstände erscheinen nicht im Spiel. Okay. Ja. Ich glaube, wir nehmen... Ich würde sagen, ich mache einmal Medizinkunde voll, oder? Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Ich glaube, wir machen Entdeckung erstmal voll, würde ich sagen. Sehr gut. Psychologie. Ja, ich glaube, das würde uns... Ich glaube, das könnte uns weiterhelfen. Wir haben nur 6 Punkte, ne? Okay. Ich glaube, mehr Redegewandtheit könnte uns später weiterhelfen. Ich meine, gut, bei Lovecraft Horror geht es ja auch häufig darum, Personen zu manipulieren, ne? Auch mit Worten. Ich habe ja bessere Chance zu überleben, wenn wir auch gut darin sind. Noch 2 Punkte. Ich würde sagen, ich mache schon mal 2 auf Analyse. Ich mache schon mal 2 auf Psychologie, würde ich sagen. So. Okay. Dann bestätigen wir mal. Thank you for this information, Mr. Pierce. Our files will soon be up to date. And on a related matter, may I raise a sensitive question? What's wrong? As you know, we wish to closely monitor the progress of our contractors. And it would seem you've been accepting fewer new cases. Work is scarce. Mr. Pierce, you know as well as I do, there's never been more investigative work than now. But are those cases worth it? They're worth not losing your license. Show yourself worthy of the Wentworth Detective Agency, and we might keep you on the payroll. Mr. Pierce, are you still... I'm coming. Sir, I came here on the advice of a person whom I hold in high esteem, and I must say that I expected anything but a drunkard's lair. You're free to leave anytime, sir. Do you know to whom you speak? Stephen Webster, industrialist and art collector. All of Boston knows you. Tell me, Mr. Pierce, are you capable of handling a new case, or are you simply a deadbeat inebriate? If you come to me, it means you're desperate. Nobody believes me. They take me for an old fool. Sarah, my little girl, she is dead. Even you must know of her. She was Sarah Hawkins. The painter? Yes. Everyone knows her work. The police accuse her of killing her family. They all died in a fire. Sarah, her husband, and Simon, my grandson. I can't do anything for a woman who is already dead. Find out the truth. They say she was mad, but I know that's a lie. She would never have done such a thing. But if you have no proof... I've brought all that I have.
Look. I want you to look carefully at this painting. Tell me all the assumptions that come to mind. What am I supposed to find? Tell me if this is the work of madness. Or if, on the contrary, you manage to detect some logic, a rationality to follow so that I may understand it. Is that all you want from me? Yes, please. All right. I'll look at your picture. That's all you've got? The painting? I placed a file on your desk. It contains everything I have on the affair. Dieses Buch enthält Details zu deinem aktuellen Ziel. Zum Öffnen drücke... Lol. Wollte eigentlich... Genau. Ein seltsames Gemälde. Sarah Hawkins hat es kurz zu ihrem tragischen Ende gemalt. Direkt danach wurde es an ihren Vater geschickt. Er ist überzeugt davon, dass die Künstlerin seine Tochter es ihm hat zukommen lassen. Er hat mir das Gemälde für die Ermittlung zur Verfügung gestellt. Es ist ja alles schon, okay. Stimmt, was soll ich in meinem Inventar? Ah, mein altes Feuerzeug, das ich in Gedenken an die 77. Infanteriedivision, die Gefallenen des verlorenen Bataillons graviert habe. Ja. Entschuldigung. Okay, das Gemälde untersuchen, das ist da, ne? Its strange beauty isn't enough to hide the feeling of dread it carries. Warte, was stand da gerade? Falle durch einen Watt? Moment. Was war das gerade? Falle durch einen Fähigkeitstest. Exoblivione. Ach, scheiße. Hätte ich da mehr, was war das gerade, was ich verkackt habe? Ich glaube, Ermittlung, ne? Wie hätte ich da mehr Punkte reinstecken müssen? Oh Mann. Okay. Ja gut, können wir jetzt nicht mehr ändern. Okay, was ist das hier? A warehouse on Darkwater. Some sketches of the Hawkins family. Rather thin. Eine Versandadresse. Sie ist zum Teil unleserlich, aber ein Teil ist erkennbar. Lagerhaus 36 Darkwater. Der Polizeibericht. Hier steht, dass das Feuer im Esszimmer ausbrach und die gesamte Familie tötete. Die Polizei gilt als Brandursache einen häuslichen Unfall an, verweist aber auf die schlechte geistige Verfassung von Sarah Hawkins. Aber warum? Ein Artikel über die Hochzeit von Sarah und Charles Hawkins, einem Geschäftsmann von der Insel Darkwater. Sie führen ein zurückgezogenes Leben mit ihrem einzigen Sohn Simon. So, Mr. Pierce, what do you make of these elements? The sender's label mentions Warehouse 36. That's right. It came with Sarah's last painting. And you think your daughter could have been the sender? That is what you must find out. Go to Darkwater. Find Warehouse 36. Okay. Wo hat Sarah Hawkins gelebt? Darkwater. Never heard of the place. Where is that? It's a small, remote island off the coast of Boston. Sarah lived there with her son and her husband. I suppose you want to ship me off there. Darkwater holds the secret regarding my daughter, Mr. Pierce. You must uncover it.
Polizeibericht erwähnt ihre labile... Moment, warte mal. Vielleicht soll ich doch lieber erstmal damit anfangen. Her husband was a big deal on the island. But the police are sticking to the accident theory. Though they mentioned Sarah's mental state was fragile. I believe you are right, sir. This case is not as simple as it appears. I am aware of that. I believe there is more to this case than just an accident. You must tell me if what the police suggest about the mental state of your daughter is true. No. Sarah had visions. Everyone knew that. She never would have hurt a fly. She only thought she saw things. Saw things? What do you mean by that? I never knew what she meant by that. My daughter was an enigmatic figure, Mr. Pierce. You must find out the truth about her life and death. The sender's label mentions Warehouse 36. That's right. It came with Sarah's last painting. And you think your daughter... That is what Das goes hat mir gerade schon okay. I'm a private investigator, not an art critic. I guess you're not as clever as you think, then. The painting is linked to this case, can't you see? You must find the meaning behind all this. I think I'm beginning to understand. I'm willing to do anything for my daughter to recover her honor. Quiet down. I'm on your side. Let's sum things up. An artist dies with her family in a house fire. Your only clue is a sort of promontory painting sent from Darkwater right before her death. Correct. And the rumors about her supposed folly. Which you don't totally deny. Find that warehouse. Find out the truth regarding Sarah Hawkins' death. You'll be handsomely compensated. All right. I'll take the case. I'll go to Darkwater and look into the death of your daughter. Thank you, Mr. Pierce. I didn't expect any less coming from a man in your situation. Something's queer. But it's not like I have a choice. Darkwater. I think I've got a book on the North Atlantic. I'll no doubt find some information on this island in there. So, wir haben aber eigentlich im Grunde gerade nur rekapituliert, was der Alte uns bereits erzählt hat, ne? Ich habe wieder das Gefühl, wir hätten mehr herausfinden können, wenn ich die richtigen Sachen geskillt hätte. Jetzt nicht nur das Bild, sondern auch andere Sachen. Ich habe bestimmt auch eher gescheckt. Oh, was ist das denn? Entschuldigung, ein umfassendes Werk für Medizinstudenten, Assistenzärzte in diesem ersten Band. Sind alle Krankheiten in der zivilisierten Welt bekannt sind, mit ihrer Symptome und entsprechender Behandlung aufgeführt. Oh geil, das unsere Medizinkunde verbessert. Ah, cool. Aber nicht besonders viel, ne? Okay. Ist noch so was? The Wentworth Agency doesn't attract top-notch cases. I used to be an avid reader. Darkwater is off the coast of Boston. But I've never heard of it. According to this book, it was often mentioned during whale hunting times at the end of the 19th century. But it seems to have been shunned since then. Darkwater Island ist seit dem 14. Jahrhundert bewohnt und noch immer durchdrungen von Erinnerungen an früheres Stammesleben. Bei aller Romantik dieser langsam verfallenen Zeugnisse naiver, primitiver Religionen darf aber die Brutalität der alten Götter nicht vergessen werden. Ein gewaltiges Wesen schmückt noch immer die Wände langer verlassener Höhlen. War es der Gott des Meeres oder der Träume? Das weiß niemand mehr. Doch die heutigen Einwohner, Nachkommen stolzer Walfänger, gedenken noch immer der geheimnisvollen, aufwühlenden Geschichte ihrer kleinen Insel von der Küste Massachusetts. All I have to do is go to the port. I just hope that I can find a boat able to take me. Lol, ist es ein Bild von H.P. Lovecraft da gerade? Ist doch ein Bild von dem, oder? Irgendwie. Natural Sciences. Wieder keine Fotografie, wo er nicht wie ein kompletter Stinkstiefel aussieht. Ja. War ja auch nicht gerade der angenehmste Zeitgenosse, der Lovecraft.
Ja, ich war ja sogar ein ziemlicher Wichser. Seine Werke sind gut, aber, ne? Als Mensch war er halt nicht so gut. Okay, also, mal überlegen. Ich hatte gerade, ja, ich habe gerade wieder mehr ausgelassene Frames bekommen. Okay. Scheint aber nichts Dramatisches zu sein. Na gut, gehen wir weiter. Warte mal. Lass mich noch ein letztes Mal mich noch mal umsehen. Vielleicht ist hier noch was Interessantes. Oh, wir können wieder wir können wieder ein Glas nehmen, aber nee, komm. Wir werden jetzt trocken. Ich möchte schauen, ob wir es schaffen, lebend aus der Geschichte wieder rauszukommen. Sonst haben wir alle. Ah, warte mal, nee, doch, das haben wir schon. Das Bild können wir uns nicht ein zweites Mal gucken, ne? Ich glaube, hier ist nichts mehr. Oh, warte mal. I should get rid of all this stuff. Was ist das denn hier alles? Hat er etwa eine Zeit lang gegen Alkoholschmuggler ermittelt, oder? Sieht ja so aus, als hätte er auch gegen das organisierte Verbrechen gearbeitet. Interessant. Nimm den Fall Sarah Hawkins an, ja. Danke, Steam, dass du so mein Ego streichelst. Ich bin im Spiel fortgeschritten. Pierce nahm den Fall Hawkins an. Der Künstlerin wird vorgeworfen, den Brand verursacht zu haben, der sie und ihre Familie tötete. Der einzige Hinweis ist ein verstörendes Gemälde, das sie ihrem Vater hinterließ. Die Absendeadresse ist ein Lagerhaus am Hafen der Insel Darkwater. Dieser Ort scheint der Ausgangsort für Pierces Ermittlungen zu sein. Also das Spiel fängt ziemlich gemächlich an, ne? Also es ist oh, wieder ein Albtraum. Oh, doch nicht, okay. We're almost there. Stay on board. There's guys coming to unload.
Welcome to Darkwater Island, Mr. Pierce. Why, thank you, Captain Fitzroy. So, what wind brought you? Does the Hawkins case mean anything to you? A sad story that we would all prefer to forget. Charles Hawkins may have been a landlubber, but he was a good man. And his wife, Sarah Hawkins. A nice young woman, and a great painter. What a tragedy. You know what? Go have a drink at the Stranded Whale. What you need is a good pick-me-up. Mitchell may not be very welcoming, but his bar holds a surprise for you. As for me, you'll find me at the Harbor Master's office. If it's the Hawkins family that brings you here, I have a pile of documents that should interest you. Understood. I'm going for a look around the docks. Ja, ich traue den Leuten hier jetzt schon nicht, ey. Ich habe die Kurzgeschichte gelesen, auf der das Spiel basiert. Diesen Leuten, ich kann keinen von diesen Leuten hier trauen. Die gehören doch alle hier zum Cthulhu-Kult. Prohibition is just a joke around here. That suits me fine. Ja. Ja, seine Prohibition war schon ziemlicher Schwachsinn, das stimmt. Das hat ja das Recht dazu beigetragen, dass die Leute haben ja dann erst recht angefangen zu trinken. Hat er mit dem Alkoholschmuggel so hohe Gewinne gemacht, dass man die Behörden, die sie schnappen sollten, man einfach schmieren konnte. I wonder what Captain Fitzroy has got to say about this woman, Cat. Kapitän, die Abmachung ist klar, halt deine Leute im Zaun. Du kannst es dir nicht leisten, uns zu provozieren. Du musst nicht antworten. Gib den Überbringer einfach deine Zahlung. Okay. Hört sich ja ganz so an, als stünde er auf der Gehaltsliste von Alkoholschmugglern. The Scylla. It finished up beached at the entrance to the harbor. Ja, das haben wir gerade in der Cutscene gesehen. Maritime Bank. This blackboard hasn't been used in a long while. Ja, das ist auf jeden Fall eine Stadt, die auf den absteigenden Ast ist, offensichtlich. Fishing equipment. Could do with some rust remover. Ja. Hier läuft schon so gut wie gar nichts mehr. Und zu dir kommen wir gleich noch. Oh geil, noch mehr. Dieser zweite Band lehrt Ethik und bewährte Verfahren für medizinisches Personal. Geil. Sehr gut. Ja, ich würde auf jeden Fall so gut wie es geht mir alles angucken. Schauen, dass ich alles finde, was irgendwie meine Skills verbessern kann. Ah, ich kann mein Feuerzeug benutzen. Okay. This man and Fitzroy could be twins. Auf diesem Foto posiert ein Mann, der Kapitän Fitzroy ähnlich sieht, auf der Brücke eines Schiffs. Er hat ein Holzbein. Wahrscheinlich sein Bruder oder sowas. Sehr vergilbt. What a macabre souvenir. Was ist das? Das irgendwo schon mal gesehen, aber wie nennt man diese Dinger nochmal? Auf jeden Fall eine Art von Waffe oder Jagdwerkzeug war. Alter, ich finde diese Laternen so gruselig, ey. Die immer so grün leuchten, aber ja, das ganze Spiel ist ja in so einer grünlichen
Filteroptik. I've brought out the Charles Hawkins cargo manifests. They're on the table next to you. But in truth, you're likely to be disappointed. When you're done, come join me on the deck. Okay. These manifests are signed by Charles Hawkins. But that's all I'll get from them. Nur noch wenige Daten sind lesbar. 1890, 1907 und ein Teil des anderen Datums. Der Rest des Dokuments wurde geschwärzt. Warum würde jemand diese Information verbergen wollen? LOL, der ist verschwunden. Ah ne, da geht er gerade. Okay. Was ist das denn hier? Broken. This place seems half abandoned. Ja. Das ist wahrscheinlich den ganzen Tag normalerweise nur Däumchen. Also dreht den ganzen Tag wahrscheinlich nur Däumchen. Moment, Junge, ich bin noch nicht ganz fertig. Das Gefühl, ich übersehe hier was. Was ist denn hier? Habe ich denn da schon nachgeguckt? What a macabre souvenir. Ja, hier ist nix. Oh, warte mal. Nee. Nee, hier ist nix. Na gut, gehen wir weiter. From here, I see everything that goes on in the harbor. The hard-working lives of my sailors, the fights at the stranded whale. Even the antics of these wharf rats don't escape me. It's you who lays down the law around here. Oh, I wouldn't go that far. I'm just the last serving captain on Darkwater. Tell me what I can do to help you. Ihre Papiere sind unlesbar. Your manifests have been blacked out. They're totally unreadable. Yeah, I saw that. I've got no idea who did it or why. I don't remember having countersigned anything special enough for someone to hide it. And why obliterate the dates, as well as the goods stored in the warehouse? You mean that the dates have some meaning? Die haben immer eine Bedeutung. Ich habe keiner, wer es gemacht haben könnte. Es gibt ja nur eine einzige Person aus... Aber nee, warte, stimmt, gibt's ja gar nicht. Der verarscht mich. Sagen Sie es mir. I don't know. It's not my signature next to that of Charles Hawkins. I'm at sea for more than half the year. Anyone could have done it during my absence. What seems really important Schießt er nicht ab? is that the dates on these manifests indicate that Charles probably had other contracts. But not with you, though. Naja, vielleicht sagt er auch die Wahrheit, keine Ahnung, aber es ist eine Insel, die höchstwahrscheinlich wie in der Vorlage von einem Kult beherrscht wird. Also, ja, ich traue den Typen genauso wenig wie den anderen, ehrlich gesagt. Ihn nach Lagerhaus 36 fragen. I'm looking for Warehouse 36. Do you know where it is? Look, it's right there. The warehouse is opposite the jetty. You can't miss it. Ah ja. Understood. Aber mehr kann er mir dazu nicht Know who sagen, the okay. building belongs to, don't you? Sie unterschätzen mich. It belonged to the Hawkins family. Precisely. Ship owners from father to son. I think that somebody here wanted me to search this warehouse. Über Darkwater reden. Sie sehen dem Mann auf dem Foto ähnlich. I was looking at your photograph. The one of the man in front of the boat.
Ah, yes, I can see the one you're talking about. Interesting resemblance. I thought it was you, but with a wooden leg. And for good reason. That's my Ach, sein father Vater. in the Okay. photograph. Your father? John Fitzroy, captain of the Scylla. His wooden leg is here. You can go and see it if you're interested. Wer ist Cat? I found a threatening letter, signed by a certain cat. What? I don't mind you visiting my harbor master's office, but I'd prefer if you didn't go through my affairs. Are you being blackmailed? Not exactly, no. That shyster wants to make us pay protection money. With any success? I wouldn't say that, but she terrifies my men as much as her own. Can you not do anything to stop her? Don't you worry about that. Sie ist darüber aufgeregt, dass ich rumgestüffelt habe, nachdem ich, nachdem ich das erwähnt habe. Davor war es ihm aber egal. Ist sonst nichts mehr, okay. Das hatten wir ja gerade schon, ne? Can you tell me where the... Look, I've already shown Ja, it ja, to ja, you. ist ja gut. It's the one with the cop on guard duty out front. Ja, das größte Gebäude, Can't miss it. das offensichtlich größte Gebäude, schon klar. I shall be on my way. So come back and see me when you've got something new. Ich traue wirklich nicht so ganz über den Weg. Um ehrlich zu sein. Okay, ein Weg ins Lagerhaus 36 finden, in die Bar gehen, mit Bradley sprechen. Den kann ich nicht interagieren, ne? Okay. Wer ist dieser Bradley? Das habe ich gerade nicht so ganz mitbekommen, muss ich leider sagen. Ach, der. Let the police do their work. Hey, Sullivan, can't you go any faster? You've seen how old this thing is. If we force it too much, we'll break everything. Can't do that. Ja, mal Polizei hier, wa? Fish. A fish? You've got no idea. Don't badmouth what you don't know, or you'll pay for it for sure. Okay, that's enough. Step back and let us do our job. That's no way to treat an omen. Oh yeah? He's gonna get us into trouble. You can't understand. You're not sailors. It's a sign. There's something coming. Something real bad. Don't put that beast back in the water, you shysters. You're crazy. They're cops. They can't understand. Damn stupid idiots. Forget it. Nobody listens. The blood is just beginning to coagulate. It died a short time ago. Killer whales have few predators. And there are no sharks in these waters. What creature could possibly have done this? Don't put that beast back in the water, you These wounds. I know of no animal that could have inflicted them. You can't understand. You're not sailors. It's a sign. There's something coming. Ja, wir haben ja auch, Real bad. Don't put that wir haben ja im Prolog ja auch haufenweise andere Fische, haufenweise andere verstümmelte Fische da gesehen. damn stupid idiots. Forget it. Das war der Kult. That's no way to treat an Kult des omen. Cthulhu. Oh yeah. The same goes for you, sir. Move along. Nach Lager 36 I'm fragen. looking for this address. Warehouse 36, Darkwater Harbor. Ah. And so who are you? I didn't introduce myself. Edward Pierce, private detective. In any case, it's not very important. I can't answer that. You can't? Or you don't want to? Oh, no. I'm not getting into those games, me. Now, please, allow me to do my job. You can't understand. You're not sailors. It's a sign. There's something coming. Wie ist der kooperativ, der Typ? You didn't tell me that the warehouse I was looking for was right in front of us. Because its owner is dead.
and I don't want to see you hanging around it. Now please, leave us to our work. You can't understand. You're not sailors. You didn't tell me that the warehouse... Because it's... And I... Now please. You can't understand. Okay, das hilft mir jetzt nicht gerade alles. Naja. Where do you think you're going? Ich musste dieses Lagerhaus sehen. Das ist nicht für das Lagerhaus und die Polizei hier. I thought that the Hawkins case had been closed. That's true. So what are you doing on guard duty in front of this warehouse? Who's asking the questions here, the cop or the tourist? Was wissen Sie über den Hawkins-Fall? What more can you say about the death of the Hawkins family? Not much more than what everyone knows. I wasn't on the case. We're all Alter, burned to death, right? die Lippen sind gerade verschwunden von der Tür. Habt ihr das The whole gesehen? mansion went up in flames. Don't get it into your head to go wandering around up there. It's dangerous. Lol, die vergisst das What do you mean animieren. by that? The only one left there is old Silas, and the accident has affected him badly. He can be unpredictable, especially if a stranger starts poking around the property. Is he a danger to the public? No, he's in his own home. Do yourself a favor. Leave him well alone. Erstmal sein Haus einbrechen. You again. I told you to beat it. No need to get worked up. Okay. Lässt mich also nicht rein, wa? Na gut. Was ist denn mit den beiden Typen? Mir was erzählt. Ah, ne. Ach, das war das Ritterfisch. Nee. Hat man das gleiche Character Model wie der. You live here? Why did you do that, huh? We saw what you did to St. Brendan. Yeah, we'll teach you to come onto our island and ridicule our protectors. So etwas hätte ich niemals I getan. respect your beliefs. Our beliefs? You mean you don't believe in God? That's irrelevant. That's what you think. There's you, our beloved statue, and then those two bozos behind us. Wait, now that I think about it, it's got to be them. There's one of them who's always going back and forth to the statue. Quieter. That's all we need for them Ah, to hear us. What brings you to dark water? Ist das Security von der Fabrikhalle? Ah, vielleicht kann ich die ja weglocken. Mit den beiden Vollpfosten hier. Wer aber diese ausrunden erstmal. Der heilige Brandon. Ist wahrscheinlich so ein Schutzheiliger, ne? That statue represents your local saint. What do you mean by local, exactly? You wouldn't be looking down at us, like all townspeople do. St. Brendan. He protected whalers and fishermen like us. Until those assholes defaced him. Peculiar house. Yeah, that's where we live. Our boat. It's not because it doesn't float anymore that we're going to abandon it. Isn't it a bit early for alcohol? We got nothing better to do anyway. There's not much work around here. Fitzroy gives us a few chores every now and again, but since the whaling station shut down, ain't a lot of jobs left around here. So we drink. Wer sind die beiden Wachen? The two guys behind you. What are they guarding? The bootleggers. Scum. They're protecting their territory. From whom, I wonder? They really don't have a choice anyway. They're more scared of Cat than an attack by drunken sailors. If only they would kill each other. Ah, hört sich so an, als wäre sie keine Schmuggler an. Is it Cat who's shaking down Captain Fitzroy? Hold on just a minute. We didn't tell you a thing. Nothing at all. Okay. I've taken enough of your time. We'll see you later.
Die beiden wirken doch im Vergleich zum Rest der Leute auf der Insel doch ganz angenehm. Oh, was ist denn hier? If it gets out, I'll have serious problems with you-know-who. I bet that you hid them so. How could you be dumb enough to leave the entrance to the warehouses unguarded? Keep your voice down. Why not go and shout at the cat while you're at it? I don't want to end up with her little knife under my Ach so, die arbeiten doch für sie, okay. Stiletto, you idiot. And with that smell on your breath, I don't give you much chance anyway. Okay. Ja doch, die scheint für sie zu arbeiten. Schätze, ich werde einfach mal auf die Who's this guy? No idea. You better keep it shut. Don't worry, we don't have a clear conscience. Mumbai. Quiet. Bevor ich die anspreche, vielleicht sehe ich mich doch lieber noch ein bisschen um und sehe mal, ob ich noch weitere Hinweise oder Informationen sammeln kann, die ich dann im Gespräch gegen sie verwenden kann. Also, der will schon, dass ich dann eine Antwortmöglichkeit mehr habe und so. Get it. Nobody listens to us anyway. That's no way to treat an omen. Oh yeah? You didn't tell me that the where... Because it's Blah, blah, an blah. item. You can't understand. You're not sailors. These wounds. You can't Yeah. understand. You're not sailors. Oh ja, kein anderes Tier als Menschen, schätze ich mal. Something real bad. Mir was Neues erzählen? You're back again. What can I do for you? Ah nee, okay. Ich hab nichts I'll be Neues. on my way. So come back and see me when you've got something new. Okay. Überlegen wir mal. Was haben wir noch? We're no longer at home on our own island. Calm down. It's not worth the effort. I told that flunky that he'll see what a real sailor has in his belly. If you continue like that, everyone will see what you've got in your belly. I hope so. I hope they don't forget the lesson. Me? I'm not scared of some girl. I mean, they're going to cut you open, you idiot. Calm down. Ja, also Cat und ihre Schmugglerfreunde sind auf jeden Fall von außerhalb. Ja, und die Einheimischen scheinen sie wohl, also die Fischer, die scheinen sie wohl gerade noch so zu dulden. Hey, be careful. Let's get him another drink. He's dry. In my bar, we don't serve troublemakers. Okay. Ich habe den Streit nicht gesucht provoziert. Naja, ich meine, wir haben ihn angerempelt, ne? Er hätte etwas mehr Respekt zeigen sollen. Redegewalt habe ich ja gelevelt, ne? Probieren wir es mal. You saw what happened. He's the troublemaker. Oh, you're a true mainlander. A real princess. You strut around with your la-di-da ways, and then, as soon as the pressure arises, you start squealing. You don't have what it takes to drink my whiskey. You've got to earn it. I'm here for information, not for a fight. I prefer it that way. Speak then. I reserve the right to answer or not. Na gut, hätte ich bedenken können. Diese Leute respektieren Gewalt, keine Redegewandtheit. Hätte ich bedenken können.
Fangen wir damit an. What do you know about the Hawkins warehouse? If I were you, I wouldn't hang around there. Why not? First off, there are rumors. Sailors from around here say you can hear noises coming from the warehouse at night. Screams, that sort of thing. Screams? And that's not all. There's the fate of its owners and all the superstitions that go with it. But I'll say no more. Anything else? The stranded whale. I guess this bar has been here a long time. What can I tell you? I'm a nostalgic sort of guy. The name, it reminds us of the golden age of dock water, when our whalers left for long months and came back sweating and stinking of the oil and flesh of the whales they'd been hunting. It was a tough time, all the same. Ah, but steeped in glory. We've never known such wealth since then. Mehr über Sarah Hawkins What ausfinden. can you tell me about her? We all knew she was famous on the mainland for her paintings. Never understood why. Then, I don't want to speak ill of the dead. Die Bilder waren schon ziemlich eigenartig. Her style made her famous. How would you describe it? Tortured? Yeah? Well, it wasn't normal. I mean, for a young woman with a child and all that. We saw them in the papers and we said to ourselves, who can paint such things? Is that how she sees the world? So they made you feel uncomfortable. You need to see them for yourself. Make up your own mind. Sie reden nicht schlecht, wenn es wahr ist. Her vision. Was it so terrible? Way I see it, the truth is really a question of point of view. What do you mean by that? Do you still trust the truth after a bottle of whiskey? I've got what I need. Anything else? What can you tell me about her? We all knew. Okay. I've got what I need. Anything else? Das hatten wir gerade schon, ne? Ja. Gibt es hier kein Alkoholverbot? Ja, nee, komm, das ist eine dumme Frage. Ich weiß, wie das läuft. Krieg bestellen? Na. That'll be all for now. Ja, wir können wieder mit Fitzroy reden. Fitzroy, Captain Hawkins. Ja, wetten. Ah, es ist hier, steht da, Miss Baker always free for the lady. Okay. Charles Hawkins was a heavy drinker. And a debtor. Interesting. Charles Hawkins was a heavy drinker. And a debtor. Interesting. Do you like our song? We're true sirens. We may not be pros, but we give it all we've got. That's true. It's a reminder of the time when we were still fishing for whales off Darkwater Island. Die Geschichte der Familie Hawkins. I heard the Hawkins family owned a warehouse on the docks. An old family of ship owners. Tell me something I don't already know. They were made much richer by the miraculous catch. You shouldn't talk about the dead like that. We're not speaking ill, we're just saying that Daniel Hawkins made a fortune without taking any risk. There! You're speaking ill, you see! It's your proof that the miraculous catch really did happen.
Okay, also die Hawkins haben ihr Geld auf unredliche Weise gemacht. What brought whaling to an end? The whales, of course. They all disappeared. You exhausted the stocks. You could say that, yes. There were fewer and fewer of them. Until the last, the biggest. The one of the miraculous catch. Ah, hat sie gerade erwähnt, oder? Was ist das für ein Lied? I've never heard this song before. Only people from here know it. It tells the story of the miraculous catch. It's a local legend? Watch what you say, young man. That catch saved our island. Ah. Where's the proof? We're the proof. Without it, the whole of Darkwater would have died of hunger in 1847. It's true. Everything happened just as it says in the newspaper report. What report? The one that's framed right behind you. Our grandparents tasted its flesh. And it was delicious. Ich habe eine I bid you Theorie. farewell, gentlemen. Good night, stranger. So long. Ich habe eine Theorie. Ich vermute, das muss die Zeit gewesen sein, in der der Kult sich auf der Insel niedergelassen hat. Ich meine, das ist doch häufig so bei solchen Geschichten. Ein Ort geht es schlecht. Und auf einmal, nach einem großen Wunder, geht es denen dann viel besser, aber das zu einem großen Preis. Ja. Wo sich aber der Teufel einlässt. Teufel in dem Fall Cthulhu. The miraculous catch. Apparently, the most significant event of the last 80 years. Okay. 21. Mai 1847. Wundersamer Fang. Skiller kehrt in den Hafen zurück und rettet Darkwater vor der Hungersnot. Wir hatten die Hoffnung uns aufgegeben. Die Besatzung der Skiller, oder das, was von ihr übrig blieb, kehrte am Dienstagnachmittag in den Hafen von Darkwater zurück. Die Bewohner versammelten sich sofort am Hafen, um das letzte Walfängerschiff der Insel willkommen zu heißen. Und sie waren erstaunt beim Anblick des unglaublichen Fangs an Bord des Schiffs. Der Walfisch wird schon jetzt wundersamer Fang genannt. Mit einer Größe, die selbst die mächtigsten Zahnwale übertrifft, bedeckte der Walfisch das gesamte Deck und hing teils darüber hinweg. Die überlebenden Seeleute erzählten eine furchterregende Geschichte von ihrem gefährlichen Fang. Aber auch vom Fleisch, seiner unbeschreiblichen Qualität und seiner Nahrhaftigkeit. Es besteht kein Zweifel, dass der Wal mit seiner gewaltigen Größe viele Bewohner von Darkwater ernähren kann und so die Hungersnot beendete, der die Insel seit längerem litt. Lagerhaus vermieten. Mr. Marks vermietet sein Lagerhaus ab Juni für die Fischerei, Werkstatt oder Lagernutzung. Sie können ihn über ihre Lieblingszeitung erreichen und ihn am Hafen antreffen. Festlichkeiten im gestrandeten Wal. Anlässlich der Rückkehr der mutigen Walfänger lädt die Schenke zum gestrandeten Wal zu einer außergewöhnlichen Gratisverkostung ein. Bringen Sie Familie und Freunde mit oder kosten Sie den wundersamen Fang. Jeder bekommt eine Flasche Waldtran, zögern Sie also nicht. Interessant. Neues okkultes Element. Okay, ich hätte vielleicht doch... scheiße, ich hätte vielleicht auch Okkultwissen leveln sollen, ne? Shit. Dann hätten wir bestimmt jetzt mehr darüber rausgefunden. Oh, wer ist denn der schrubbige Typ? Nightmares. Can hear things and voices whispering. Will follow its reader and appear at various locations, gifted with its own consciousness, until it finds a new reader. Was ist das? Ein Necronomicon? Ah, that's it. Maybe we should let him take it. No, the risks are too high. It's a book, after all. Pure knowledge. Ist es so ein Okkult-Experte? What? Another break? One of those damn sailors came looking for trouble again. But he won't try again anytime soon. We gave him a good hiding. So you said to yourselves that after such a feat, you could abandon your post. It's just a little drink. We taught those guys a lesson. We'll return right after.
Just that standing guard in this alley makes your throat dry. That fool Fitzroy can't keep his dogs on a leash. I'll have to send him a more clear-cut message. Moment. Das waren die Wachen von gerade eben? Warte mal, könnte ich theoretisch einfach... Würde ich dann jetzt nicht einfach theoretisch... Something real bad. Don't put that beast back in. Ja, okay, ist ein anderer. Nevermind. They can't understand. Ja, komm, reden wir mal mit der Frau da. Diese Cat Lady. Sie wird uns was Interessantes erzählen hat. Hinterzimmer. Ja, ich glaube nicht, dass die mich reinlassen. Ja, eine Pune. Ja, komm, weißt du was? Ah ja, abgeschlossen. Ja gut. War klar. What you looking at, stranger? The clientele is predominantly male. Tell me something I don't know. I meant nothing by it. I'm just wondering what a woman like you is doing in this flea trap. And I'm wondering what could be going through the head of the chump who goes to disturb her. Let me drink, stranger. I told you to beat it. Ich glaube, da war es egal, was wir ausgewählt hätten, ne? Na gut, gehen wir. And the doctor, what did he say? He laughed. My God. You said it. Nightmares. Can hear things and voices whispering. Will follow its reader and appear at various locations. Gifted with its own consciousness. Den bekommen wir so später auch zu tun, denke ich mal. Ach, warte mal, wir haben noch einen XP-Punkt über. Fuck, das habe ich wohl vergessen. Roy Mitchell. Das Alkoholverbot in seinem Lokal. Okay, Orte, was haben wir da? Ah, die haben ein medizinisches Institut. Das einzige profitable Unternehmen. Interessant. Bei der Einfahrt in den Hafen niedergelassen, bla bla. Und das Gebiet von Captain Ritzer vor den letzten Seemann, dessen Boot die Reise zwischen der Insel und dem Festland bewältigen kann. Das goldene Zeitalter des Walfangs ist nur noch eine Fernerinnerung. Nepal, bla bla. Weil heißt die Schenke. Ist das letzte, die diese Insel erwartet hätte. Ich meine, warum ist es denn für Pierce so eine Überraschung? Ich meine, aus so einer abgefuckten kleinen Insel mitten im Nirgendwo, da hast du auch so gut wie gar keine Behörden. Klar, da hast ja vielleicht ein paar Dorfbullen, aber die kann man ja ziemlich leicht schmieren, ne? Denke ich mal. Okay. Ah, hier, ja.
2 CP sogar. Ja, ich hätte ein bisschen mehr darauf achten müssen. Warte mal. Wir packen das jetzt. Wir werden jetzt so Kult leveln, würde ich sagen. Warte mal. Die Fähigkeit, Medizinkunde und Okkultistische durch das Decken von Objekten in der Umgebung verbessert werden. Hä? Wirklich? Ich habe das doch gerade schon gelevelt. Ah ja, nee, das habe ich am Anfang das habe ich ja nur am Anfang gemacht. Stimmt, hätte ich ganz vergessen. Das bringt mir gerade. So, deswegen. Okay. Ja, gut. Was nehme ich denn dann? Ich glaube, wir sollten Ermittlung verbessern. Oder Psychologie vielleicht? Deko wäre aber auch ganz gut, denke ich mal. Ja, doch. Ist vielleicht besser, ja. Ich habe das Gefühl, das zacke ich auch noch ziemlich ab. Weil ich habe immer das Gefühl, ich übersehe gerade haufenweise Sachen. Ja. Bestätigen. So. Weiter geht's. Okay. Ein Weg ins Lagerhaus 36 finden. Mir fällt jetzt eigentlich nur ein, dass wir fällt eigentlich nur als Idee ein, dass wir vielleicht die Betrunkenen gegen die Wachen aufstacheln könnten. You saw what happened with those sailors. Don't hang around here unless you want trouble with the bootleggers. Sie haben keine Angst vor ihrer Chefin? I've seen the kind of messages their boss sends. You're not scared of her. Of course I am. Everyone's scared of that woman. She's not interested in small fry like me. You, on the other hand, nose around too much, you'll have dealings with her. Okay. Was treiben Schmuggler in dieser Gegend? This warehouse looks abandoned. Why does it interest them so much? No doubt a question of territory, but I ain't asking. You want to know more, go ask the captain. Good. Thank you. I shall take my leave. Okay. Diese erste Golden. Sieht auch eine interessante Person an. Ja, über den beiden Gentlemen habe ich schon gesprochen. Do you like our song? We made that. Ja, das hat mir I schon. bid you farewell. Good night. So long. Ja, die können mir jetzt nicht gerade weiterhelfen, glaube ich. I told you to beat. Ja, ja, ist ja gut. So steht da eigentlich immer noch geheimnisvolle Frau. Ich kann mir denken, dass es diese Cat sein muss. Warte. Wer ist das denn? Stand er gerade schon da? Ist einfach nur so ein Angler. Okay. You're back again. What can I do for you? Ich habe den Killerwal im Hafen I'm gesehen. just back from the wharves. The dead killer whale is unsettling the sailors. Ah, yes. Us men of the sea are superstitious folk. Die Wunden sehen nicht normal I aus. examined its wounds. I know of no creature able to cause them. And I took you for a detective. Believe me when I say that these wounds are significant. Come, come.
You've only just arrived on Darkwater, and already you think like a sailor. The police took the decision to put the killer whale back into the sea. You've got to understand them. They didn't know what to do with it. I think that was a mistake. Who says that whatever caused those wounds is no longer in these waters? You think we should have kept it? To look into the real cause of its death, at least. Ja, ich meine, die scheinen ja ein recht renommiertes medizinisches Institut auf der Insel zu haben. Da war bestimmt ein oder andere Experte dabei, ne? Der was wüsste. Was ist dieser wundersame Fang? The miraculous catch. Is it a local legend? Not at all. It's an episode from our glorious past. Go read the story of the sailor's return to Darkwater Harbor. It's displayed on a wall of the stranded whale. Okay. Na gut, die Schmuggler versperren den Weg zum Lagerhaus. Apparently the bootleggers don't want anyone hanging around the warehouses. They're part of the private property I mentioned earlier. And yet the place looks abandoned. Why guard the entrance? As a precaution, I suppose. All the warehouses are more or less interconnected by old sewers. You mean that there's a way to go from one to the other by tunnel? I couldn't tell you if it's still the case today for all the warehouses on the island. But I think I can imagine what you've got in mind. You can always visit them if you're not the claustrophobic type. Das hört sich schon nach einer Idee an. Don't put that beast back in the water, you shysters! You're crazy! They're cops. They can't understand. Damn stupid idiots! You didn't tell me that the where... Because it... And I... Now, please. You can't understand. You're not sailors. These wounds. Don't put that beast back in the water, you shysters! You're crazy! Mit dem schon geredet? Kann ich gar nicht, okay. Well, well, look who's back. Did you miss us? Okay. I've taken enough. Well, see. Stimmt, kann ich die doch gegeneinander ausspielen, oder? What's with you wandering around here like a hungry dog? We saw you talking to the two soaks. Go die of thirst, the lot of you. It'll stink less. Warte mal. I bid you, gentlemen. Wie ist meine Redegewandtheit? 3. Also ich habe das ja am Anfang gelevelt, ne? Also vielleicht habe ich eine Chance. What's with you wandering? We saw you. Go die. Catch-Check. Versuchen wir es mal, komm. I've got to get inside. It's your boss who sent me. Oh, yeah? And why didn't she say anything to us? She sent me to see who's filching her stock. I don't know what you're talking about. You got no proof to back up your claims, and I'd advise you against snitching. If I can't get rid of those two, I'll have to look for another way. Das hat ja mega geklappt. What's with you wandering around? We saw you. Go die. Das hat nicht so funktioniert. I've got to enter the Hawkins warehouse. I guess it's gonna be complicated. No, it's very simple, in fact. Fuck off. I don't give a damn about your racket. I just want to get into this warehouse. And we don't give a damn about you. Whatever your reason for wanting inside, there's nothing we can do for you. So, who are you? Are you stupid or are you doing it on purpose? Everybody knows us on Darkwater. I've just arrived. Let's just say we're standing guard for the owner of the site, and we let no one enter her property. Kat. She's your boss.
What? You listen through keyholes? She's the boss, yeah. She says who goes in or not. Shut up, you dummy. You wanted to know that you also talk too much. She must be quite intimidating if she can make two men like you tremble. She redid the smile of the last one who wanted to get in. I hope you had a good dentist. No, you don't understand. She really cut him a new smile. Glasgow But he smile. only smiles with the left cheek. Ja, wirklich Angst vor Cat. She sounds frightening, your boss. And she doesn't like to be talked about behind her back. What happened to the statue of St. Brendan? Dreadful. What makes you think we did it? We're bootleggers, not savages. Who do you think defaced the statue? What do I know? They could have done it by themselves. The sailors? Who else, in your opinion? And who's interested? I bid you gentlemen farewell. Okay. If I can't get rid of those two, I'll have to look for another way. Well, did you mean? Ja, ich will gedacht, dass wir die gegeneinander ausspielen müssen. I have an offer that could interest you. We're listening. I need you to keep them busy for a while. You send us to take the punishment while you go quietly about your business. What's in it for us? What would convince you to help me? There's only one thing that'll get us to move. For sure. Bring us something to drink and we'll take care of the bootleggers. I'll be back. Take your time. Okay. Also Alkohol. Möchte dann welchen ran? Vielleicht kann uns vielleicht kann mir der Barkeeper ja eine Flasche abgeben oder so. Ein paar Dollar müsste ich ja dabei haben, ne? You again. Ah ja, dachte ich mir. Ach, warte mal. Neue Antwortmöglichkeiten. Okay, bevor wir weitermachen, würde ich einmal kurz eine kleine Pause machen. Ich muss noch hier aufs Klo. Bis gleich, Leute. Okay, weiter geht's. Charles Hawkins owed you a lot of money. Do you know if he had problems? I don't know the details, and it's not my business. Money or not, he was always welcome in my bar. The Hawkins family was always much appreciated on the island. I read the article on the miraculous catch. Interesting local folklore. Don't get it into your head to repeat that round here. It's more than folklore. On that day, the crew of the Scylla caught an exceptional catch. The biggest whale ever caught. They saved dock water from famine. You seem to know Charles Hawkins well. How about his wife, Sarah Hawkins? Well, she was a local somebody. We all knew she was famous on the mainland for her paintings. Never understood why. Then... Aber wir hatten das schon, ja, okay. I've got what... Anything... So. Eine Flasche Whisky Let's kaufen. say I want to buy a bottle from you. Let's say I don't want to sell you one. Oh, come on. Because of a little tussle. Drinking it here is a privilege, and I grant the privilege to whoever I want. Anything else?
Ernsthaft? Let's say I want to... Let's say Oak. drinking and anything else? That'll be all for now. Toll, wie soll ich denn dazu... Warum lässt er... Warum kauft ihr euch einfach eine Flasche, ey? Das ist halt gutes Geld dafür, Mann. I told you to be. Shut up. Okay. You're back again. What can I do for you? I shall be on my... So come... Okay. Ja, klasse. Soll ich denn jetzt an eine Flasche Alkohol rankommen? You saw what happened. Don't hang around here. I shall... Also ich will ehrlich sagen, also ich mag das Spiel schon, aber ich habe irgendwie das Gefühl, für das, was ich eigentlich im Sinn hatte mit diesem Stream, ist es vielleicht euch das Richtige, weil ich sehe gerade auf die Spiellänge und das Spiel hat, warte mal, das Spiel hat 14 ganze Kapitel, also ja, ich weiß nicht. Ich denke gerade ehrlich gesagt darüber nach, das bei einem Anspielen hier zu belassen und dann mit Dark Corners of the Earth weiterzumachen, weil keine Ahnung, wie gesagt, nichts gegen das Spiel, ich mag das schon, aber kommt jetzt hier nicht so schnell voran und es ist ja wohl doch ein ziemlich langes Spiel, deshalb, weiß nicht. Damnation, I broke it. Ach komm. Ist irgendwas, worin wir gut sind? It's no use. The padlock won't give. Oh Mann. Jetzt sind wir gerade einfach nur mega inkompetent, kann das sein? Oh, ich will diese Spielereien an. St. Brendan, patron saint of sailors and travelers. Desecrated. I can't even say which language it's written in. Na gut. Oh, warte mal, was ist das denn hier? Nee, okay. So eine ist so eine weitere Sackgasse. Ja, wisst ihr was, Leute? Das tut mir jetzt leid, aber ich glaube, wir werden jetzt dieses Spiel erstmal aufhören. Das ist mir irgendwie... What's with you wandering around here like a hungry dog? Das kommt mir jetzt gerade auch nicht so richtiges Horrorspiel vor, jedenfalls nicht im Moment. Go die of thirst, a lot of... Bitte wird es wahrscheinlich heftiger, aber ja, ich weiß nicht. If I can't get rid of those two, I'll have to look for another way. Ja, ganz ehrlich, ich glaube, wir werden jetzt erstmal das Spiel hier aufhören und dann denke ich mal jetzt mit Dark Horse of the Earth anfangen. Ja, genau. Ich glaube, das ist das Beste gerade.